Kisten waren verstreut herum, wartend darauf, ausgepackt zu werden, und eine Luft der Erwartung hing in den leeren Zimmern. Aber vorerst war es nur Steven und das Echo seiner eigenen Schritte in dem unbekannten Raum. Als die Nacht hereinbrach, legte er sich ins Bett. Doch diese Stille wurde von einem verzweifelten, hochfrequenten Quietschen zerstört, das schien, direkt vor seiner Tür zu kommen. Steven, ein Tierliebhaber durch und durch, konnte das Leid eines hilfsbedürftigen Wesens nicht ignorieren. Neugier und Besorgnis spornten ihn an, die Quelle des Geräusches zu untersuchen. Er schlich durch die Dunkelheit, nur geführt vom schwachen Glühen der Straßenlaternen. Draußen trug der eisige Wind Echos der geheimnisvollen Schreie mit sich, aber die Herkunft blieb verborgen. Es war, als ob die Nacht selbst ein Geheimnis barg, und Steven war entschlossen, es aufzudecken. Trotz seiner Bemühungen entwischte ihm das scheue Wesen in dieser Nacht. Erschöpft kehrte Steven ins Bett zurück und fragte sich, ob es eine Einbildung war. Doch am nächsten Morgen entfaltete sich die Realität auf die herzerwärmendste Weise. Als das Sonnenlicht die Stadt in Morgendämmerungsfarben tauchte, trat Steven nach draußen, und dort auf seiner Türschwelle war ein winziger Fellball, der hinter einem Busch hervorschaute. Es war ein Kätzchen, zerbrechlich und allein, mit Augen, die eine Mischung aus Angst und Sehnsucht widerspiegelten. Die Anwesenheit des Kätzchens schien fast vorherbestimmt zu sein, als hätte es sich entschieden, Steven zu seinem Retter zu machen. Mit vorsichtigem Herantasten kam das kleine Wesen aus seinem Versteck heraus, schlich auf Steven und seine beiden Katzen zu, die den Neuling neugierig beobachteten. Zitternd vor Angst, aber angezogen von der Aussicht auf Fürsorge, erlaubte das Kätzchen Steven, es in die Arme zu nehmen. Die Verbindung war augenblicklich. Auf Stevens Schulter fand das einst verängstigte Kätzchen Trost. Die Vibrationen des Schnurrenns erfüllten die Luft, während Vertrauen zwischen Mann und Katze erblühte. Es war ein stilles Verständnis, eine Bindung, die in einem einzigen Moment der Verletzlichkeit geschmiedet wurde. Angetrieben von dem Wunsch, die Herkunft des Kätzchens zu verstehen, befragte Steven die Nachbarn, in der Hoffnung auf Hinweise auf einen Besitzer oder ein vermisstes Haustier. Doch die Suche ergab keine Ergebnisse. Es war, als ob das Kätzchen aus dem Nichts aufgetaucht wäre, ein mysteriöses Geschenk, das Steven ausgewählt hatte. Fest entschlossen, diesem einsamen Wesen die Pflege zu bieten, die es verdiente, nahm Stevens Freundin, ebenfalls eine Tierliebhaberin, das Kätzchen mit zu sich nach Hause. Die Kleine, nun mit dem Namen Hope, wurde mit Wärme und einem Festmahl empfangen, das einer Königin würdig war. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.